Nach unserem 10-tägigen Aufenthalt zu Hause kommen wir für mindestens ein weiteres halbes Jahr nach Los Angeles zurück. Im Gepäck haben wir Ersatzteile für Pkw und Wohnwagen. Wir fahren vom Flugplatz Los Angeles zum Campingplatz Lilac Oaks, holen den Wohnwagen aus dem Speicher, packen alles aus und setzen unsere Tour fort. Unser nächstes Ziel ist der Anza Borrego Desert State Park, der sich nur 2 Autostunden über die Berge von uns entfernt befindet. Der Anza Borrego Desert State Park ist der größte Park in Kalifornien. Er bewahrt ein großflächiges Wüstenökosystem, das von menschlichen Eingriffen nahezu unbeeinflusst ist. Abgesehen von 2 Durchfahrtsstraßen sind alle weiteren Straßen naturbelassen. Wir fahren auf unbefestigten Straßen kostenfreie Campingplätze in 3 verschiedenen Gebieten an und schlagen dort unsere Schlafplätze auf. Dies sind die Ausgangspunkte unserer Autotouren und Wanderungen. Außer Toilettenhäuschen gibt es auf den Campingplätzen keinen weiteren Komfort. An unserem Platz erleben wir hier einen kräftigen Sandsturm. Wir fahren nach Palm Springs, was ein beliebter Ort für Senioren im Winter ist. Dies bemerken wir auch auf unserem Campingplatz, auf dem wir gerade noch den letzten freien Platz ergattern konnten. Neben Sonnenbaden wird der Tag bestimmt mit Baden im Pool, im Spa-Becken sowie mit Freizeitspielen. Wir fahren in der längsten rotierenden Luftseilbahn der Welt. Von der Talstation in 800 Meter Höhe geht es auf den 2600 Meter hoch gelegenen Mount San Jacinto. Die Seilbahn legt dabei knapp 4 Kilometer zurück. Leider zeigt sich die Bergkuppe im dichten Nebel und eine Auffahrt verlohnt sich nicht. Falls man auffahren will, sollte man entsprechende Kleidung dabei haben. Die Temperaturunterschiede sind zwischen Tal und Gipfel 30 Grad und mehr. Außerhalb der Stadt sehen wir einen Windpark nahe dem San Gorgonio Mountain Pass in den San Bernardino Mountains. Er enthält mehr als 4000 getrennte Windräder und liefert genug Strom für Palm Springs und Umgebung. Danach verlassen wir das Coachella Valley und fahren Richtung Joshua Tree Nationalpark. Zuvor machen wir noch einen Abstecher in die Filmwesternstadt Pioneer Town.
Angekommen im Joshua Tree Nationalpark finden wir für die nächsten Tage im Campground Hidden Valley einen schönen, windgeschützten kleinen Platz für uns. Vom Keith View Aussichtspunkt kann man in das Coachella Valley blicken. Längs im Tal verläuft die San Andreas Falte, die bemerkenswert gut zu sehen ist. Am Parkplatz können wir noch 4 Steinböcke beobachten, man hat zu tun, sie in der Umgebung zu erkennen. Wir unternehmen Touren auf verschiedenen Rundwegen. So unter anderem gehen wir um den Caprock, dann wandern wir im 1,2 Meilen langen Hidden Valley, wir fahren Richtung Barkertown und gehen wandern auf den 1,5 Meilen Barkertown Natur Trail und fahren auf dem Four-Wheel Drive die Geologen Tour Route. Wir haben den Joshua Tree Nationalpark verlassen und fahren nordostwärts Richtung Colorado River. Unterwegs entdecken wir immer wieder feuchte Stellen in der Wüste und sofort fängt es an zu blühen.
Hier in diesem unendlich langen Kanal fließt das Wasser des Colorado vom Lake Mead in Richtung Palm Springs und LA. Ein kleines Stück weiter an der Desert Center Rice Route findet man neben der Eisenbahnstrecke eine aufgegebene Tankstelle. Nebenan ist ein mit Müll geschmückter Zaun. Wie man das schön finden kann, ist uns schleierhaft. Wir haben in der Ortschaft Parker den Colorado überquert und sind damit wieder in Arizona. Nun geht es weiter am friedlich dahinfließenden Colorado River entlang bis zum Parker Damm. Der Parker Damm staut den Colorado an und bildet damit den Lake Havasu. Kurz hinter dem Parker Damm biegen wir ohne Wohnwagen, den wir abgestellt haben, in das Tal des Bill William Rivers ab. Es ist ein Gebiet, in dem viele wilde Tiere leben sollen. Wir sehen leider keine und fahren zurück, hängen den Wohnwagen an und fahren weiter bis zur Stadt Lake Havasu City. Vom Visitor Center aus besuchen wir eine besondere Attraktion von Lake Havasu City. Es ist die über einen künstlichen Flussarm auf die Insel führende London Bridge. Sie wurde 1831 in London erbaut. Da die Brücke den zunehmenden Verkehr über die Themse nicht mehr bewältigen konnte, entschied sich die britische Regierung, die Brücke zu verkaufen. Robert McCulloch, Mitgründer von Havasu City, ersteigerte die Brücke für $2.460.000. Nach dem Abbau in London wurde sie auf dem Seeweg verschifft. Nach dem Antransport wurde im September 1968 mit dem Wiederaufbau begonnen und im Oktober 1971 konnte die Brücke nach Fertigstellung wieder eingeweiht werden. Nachdem wir den Colorado verlassen haben, ist unser nächstes großes Ziel Phoenix, die Hauptstadt von Arizona. Auf dem Weg dorthin ist ein Rastplatz neben der Straße, ein ruhiger Platz, den Abend zu genießen. Wir passieren den Ort Wickenburg am nächsten Tag und erreichen die Randbezirke von Phoenix. Phoenix. Hier finden wir einen ruhigen, abgelegenen Campingplatz, sodass wir am nächsten Tag solo die weitläufige Gegend erkunden können. Wir fahren kreuz und quer durch das Valley of the Sun, in dem Phoenix mit seinen Nebenstädten liegt. Südwestlich vom Zentrum Phoenix gelegen, fahren wir in den Estrella Mountain Regionalpark auf 2330 Fuß und schauen ins Valley of the Sun.
Von Phoenix aus geht es nach Süden Richtung mexikanischer Grenze. Bei einem kurzen Stopp in Ayo schauen wir uns die Kirche am zentralen Platz an. Danach geht es weiter in das Organ Pipe Cactus Nationalmonument, direkt an der mexikanischen Grenze im nördlichen Teil der Sonora-Wüste. Hier gibt es einen schön gelegenen Campground, der inmitten der Kakteenlandschaft liegt. Wir haben einen schönen Platz und genießen die Wärme, jetzt mitten im Februar. Nach Abstellen des Wohnwagens besuchen wir den Visitor Center. Hier treffen wir auf eine deutsch sprechende Rangerin, die uns empfiehlt, mit einem Permit den Puerto Blanco Drive abzufahren. Es gibt nur 5 Permits für die Nutzung. Wir nutzen die Chance und fahren den Four-Wheel Drive ab und gehen an den empfohlenen Stellen wandern. Unterwegs kommen wir an Armeefahrzeugen mit Antennen und Überwachungskameras vorbei. Denn wir sind hier in unmittelbarer Nähe zur mexikanischen Grenze und man hat Angst wegen unerlaubter Grenzübertritte. Wir sehen erste zaghafte Blütenansätze an den Pflanzen. Leider sind wir etwas zu früh hier, denn die Hauptblütezeit liegt zwischen März und Juni. Das Nationalmonument ist nach dem Orgelpfeifenkaktus benannt, der in etwa 15 Meter hoch wachsen kann. Außer ihm gibt es noch etwa 29 weitere Kakteenarten. Der Orgelpfeifenkaktus wird des Häufigeren von Vögeln in Beschlag genommen. Insbesondere Höhlen im Kaktus sind für Vögel der ideale Brutplatz. Daneben wachsen hier auch noch Creosote, Mesquite und Parkinsonienbüsche. Ein sehr schönes Erlebnis war die Fahrt auf den Ayo Mountain Drive. Als wir 2003 den Drive fahren wollten, brachen wir die Tour gleich am Anfang ab, da das Wohnmobil die Waschbrettstraße nicht abkonnte. Der gesamte Weg ist immerhin 34 Kilometer lang und führt auf engen, unbefestigten Wegen durch die Berge. Auf halber Strecke des Drives wandern wir vom Rastplatz zum Arch Canyon und betrachten die filigrane Struktur der Doppelbrücke. Wir haben den diesjährigen Besuch des Organ Pipe Cactus Nationalmonuments genossen. Denn als wir 2003 Ende Juni schon einmal hier waren, lagen die Tagestemperaturen über 40 Grad und wir hatten im Wohnmobil keine echte Klimaanlage. Das war richtig anstrengend. Auf der Weiterfahrt auf dem Highway 86 nach Tucson machen wir einen Abstecher zum Kitt Peak National Observatorium, welches auf dem Gipfel des 2095 Meter hohen Kitt Peak in der Sonora-Wüste liegt. Das Observatorium beherbergt rund 20 optische Teleskope. Die Hauptaufgabe liegt in der Beobachtung der Sonne und ihrer Sonnenfleckenaktivität. In Tucson nehmen wir einen Campingplatz, wo nur Gäste ab dem Lebensalter 55 und älter erwünscht sind. Das Hallen- und Sparbecken nutzen wir an den Abenden gern. Der Campingplatz ist Ausgangspunkt für mehrere Unternehmungen. Als erstes besuchen wir die Mission San Xavier del Bac. Sie ist eine alte spanische Missionskirche und liegt 16 Kilometer südlich von Tucson. Sie wird auch als weiße Taube der Wüste bezeichnet. Als nächstes sind wir in den Old Tucson Film Studios. Hier wurden in der Vergangenheit hunderte Westernfilme gedreht. Der angeschlossene Themenpark sorgt mit Fahrgeschäften, Standshows und Filmschießereien für abenteuerliche Unterhaltung.
Nördlich von Tusen befindet sich der Gebäudekomplex Biosphäre 2. 2 deshalb, weil wir Menschen in der Biosphäre 1 leben. Die Biosphäre 2 wurde 1991 als ein eigenständiges, in sich abgeschlossenes ökologisches System eingeweiht. Hier sollte getestet werden, wie sich zukünftige Raumfahrer selbst versorgen können und die Lebenserhaltungssysteme autark funktionieren können. Nach 2 erfolglosen Versuchen gilt das Experiment als gescheitert. Seit 2007 benutzt die Universität von Arizona den Komplex für Forschung und Lehre. Wir gehen jetzt zur Abwasseraufbereitungsanlage. Sie ist gleichzeitig ein riesiger über Gummimembran verbundener Luftdruckausgleichsbehälter. Dieser war notwendig, damit die Fenster der Biosphäre bei Druckunterschieden zwischen Innen und Außen nicht platzen. Wir besuchen das Pima Air und Space Museum. In mehreren Hangars und auf den Außenflächen stehen Flugzeuge von den Anfängen bis zur Gegenwart der Luftfahrt. Meist sind es militärische Flugzeuge. Einige von den Flugzeugen sind die Originale, die nur ein einziges Mal hergestellt wurden. Nebenan, auf dem vom Militär genutzten Flugplatz, stehen tausende eingemoddete Flugzeuge. Wir sehen sie nur aus der Ferne. Da die Luft hier extrem trocken ist, korrodieren die Flugzeuge nahezu nicht. Bei entsprechender Vorbereitung sind sie entsprechend haltbar. Scheinbar trifft das auch auf die Oldtimer zu, die wir bei Verlassen des Museums sehen. Zum Schluss fahren wir auf den Hausberg von Tusen, den Mount Lemmon. Er ist 2600 Meter hoch und ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer, um der Wärme im Tal zu entgehen. Kurzzeitig kann man im Winter auch Ski fahren. Bei uns war aber der Schnee schon kaum noch da. Nachdem wir vom Berg zurück sind, drehen wir noch eine Runde im Saguaro Nationalpark Ost von Tusen, ehe wir weiterfahren nach Tombstone. ...100 Kilometer südöstlich von Tusen kommen wir in die Westernstadt von White Earp und Dock Holiday. Für Touristen werden an allen Ecken die Schießereien gegen ein kleines Entgelt von $10 pro Person nachgeholt. Darauf verzichten wir gern, uns reicht es zu sehen, wie man sich die Vergangenheit aus heutiger Sicht verklärt.
Im Südosten an der Grenze zwischen Arizona und New Mexico liegt der Nationalpark Sierra Cua. Wir sind heute zum zweiten Mal hier und wiederholen die Wanderung von 2003 zum Balance Rock. Der Unterschied zu damals liegt in mehr als 20 Grad Celsius. Einen Nachteil hat es aber, das Grün der Blätter ist noch spärlich und die Blüten der Kakteen sind noch nicht so weit. Vom Sierra Cua Nationalpark geht es nordwärts. Wir wollen zum Petrified and Painted Desert Nationalpark. Dabei geht es an einem 500 Meter tiefen Loch in der Erde vorbei, der Morenci-Mine. Nach der Vorbeifahrt und dem Blick in die Tiefe fahren wir durch den Apache National Forest. Auf der Höhenstraße, dem Coronado Trail, fahren wir in Höhen zwischen 2500 und 2800 Meter, ca. 200 Kilometer. Nach 2 Tagen auf der Straße und 600 Kilometer sind wir für den Petrified Nationalpark angekommen. Wir machen erstmal Pause und genießen die Sonne unter dem strahlend blauen Himmel. Nachts wird es frostig kalt und am nächsten Morgen geht es wieder bei schönstem Sonnenschein durch die Nationalparke Petrified Forest und Painted Desert. Beide Nationalparke gehören zum südlichen Colorado Plateau. Es ist eine Wüste auf rund 1800 Meter über dem Meer. Sie enthalten geologisch bemerkenswerte Sedimentgesteine mit einer Vielzahl an Fossilien. Im Gebiet liegen außerdem ausgedehnte Fundstätten von verkieseltem Holz, daher auch der Name Versteinerter Wald. Vom Petrified Forest nach Norden geht es nahtlos in die Painted Desert über. Die versteinerten Ascheablagerungen sind farblich sehr unterschiedlich, daher auch der Name angemalte Wüste. Nachdem wir Petrified Forest und Painted Desert verlassen haben, ist unser nächstes großes Ziel der Big Bend Nationalpark. Bis dahin werden wir 7 Tage unterwegs sein und legen dabei etwa 2000 Kilometer zurück.